Viktor Ullmann hat auch verstanden, obwohl er es ja selber nie gehört hatte, so ein Orchester in besonderer Weise zum Klingen zu bringen, also eine Harfe einzusetzen, ein Banjo einzusetzen und das in verschiedenen Kombinationen im Orchester zu instrumentieren. Das sind sehr besondere Klangfarben, die da zustande kamen. Sollen wir dort direkt einsteigen? Okay, gut. Ich kann das so schwer einschätzen, balancetechnisch. Ich würde gerne mal hören. Ja, es ist oben, klingt es wirklich anders als hier. Viktor Ullmann war ein sehr wichtiger Komponist und leider ist er eben in Vergessenheit geraten, völlig zu Unrecht. Er steht nämlich für eine ganze Generation an Musikern, die an der Schwelle stehen zwischen der Moderne und der sogenannten traditionellen Musik. Anlass der CD-Veröffentlichung war tatsächlich der Gedanke, dass im nächsten Jahr sich die Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal jährt. Und gerade mir als junge deutsche Pianistin war das ein großes Anliegen, auch dazu Stellung zu beziehen und mit der CD einen Schritt für die Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft zu gehen und auch auf die Geschichte hinzuweisen und daraus für die Zukunft hoffentlich etwas Positives zu ziehen. Ja, wir machen eine immersive 3D-Audioproduktion. Das erfordert eine Vielzahl an Mikrofonen, die man mehr dazu braucht, um einfach den Raum selbst abbilden zu können. Und darüber hinaus arbeiten wir bei diesem Projekt noch zusätzlich mit einer virtuellen Akustik, sodass wir den Saal hier akustisch gewissermaßen ausblenden können und dann durch elektronische Aufbereitung diese Aufnahme in einen beliebigen anderen Konzertsaal oder eine andere akustische Umgebung dann auch entsprechend wiedergeben können. Die 7. Sonate war ganz besonders wichtig, weil es eines der letzten Werke ist, die Ullmann geschrieben hat, bevor er nach Auschwitz deportiert wurde. Und das als Zeugnis von dem, was er in Theresienstadt auch erlebt hat. Die Musik ist ganz anders als das Klavierkonzert und die 3. Sonate, die in Prag entstanden sind. Und gerade der letzte Satz der Sonate, ein hebräisches Volkslied, wie ein Gebet nach innen, was ein Häftling dort für sich innerlich singt. Und in dem letzten Satz zeigt sich tatsächlich auch der Charakter von Ullmann. Er hat die Hoffnung nie aufgegeben und dieser Satz endet so positiv, dass es jedes Mal eigentlich beim Spielen, beim Aufnehmen, das verschafft Gänsehaut. Das ist so tragisch, es ist so rührend zu sehen, dass er bis zuletzt positiv, groß dachte, es wird alles gut. Hier geht es ja darum, dass eine Aufnahme eines ja nahezu vergessenen Klavierkonzertes entsteht, aber gleichzeitig eben auch eine Kunstinstallation geschaffen wird, die das Ganze nochmal ja, künstlerisch einordnet und auch für die Nachwelt anders vermittelt. Ich glaube, wir müssen die Geschichte heute dieses Verbrechens der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft auch ganz neu erzählen, damit eben auch junge Menschen die Möglichkeit bekommen, mit ihren Seh- und Hörgewohnheiten diesen Zivilisationsbruch neu für sich zu erfahren. Ich bin sehr dankbar, dass das Siemens Arts Programm das Projekt auch noch weitergeführt hat, sodass wir das nicht nur die Musik musikalisch hörbar machen, sondern auch noch greifbar, visuell greifbar und dadurch besser verstehen können.